Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal wieder einen Gilden-Raid aus meiner Top-Gilde, ja, von meinem Main, die übrigens auch in der internationalen Ehrenhalle vertreten ist. Und ja, habe ich ja schon mal gemacht. Ich glaube, das war bei Gilden-Raid 94 oder so. Allgemein habe ich bisher noch nicht so viele Raids gezeigt. Allerdings, da sich relativ viele, sag ich mal, für diese Raids interessiert haben, auf diesem ja, Top-Level, sag ich mal, habe ich mir gedacht, komm, zeigst du mal den aktuellen Raid, wie es so momentan aussieht. Wie gesagt, es ist der 97. Raid und insgesamt gibt es ja jetzt mittlerweile 150 Stück, die man bezwingen muss. Ich weiß gar nicht, wie weit die weiteste Gilde jetzt oder die stärkste Gilde jetzt momentan ist. Auf jeden Fall ja, sind wir gerade bei der 97 und versuchen die zu besiegen. Ja, und so sieht das momentan aus. Wir haben hier auch ein paar Aufholer in der Gilde, wie zum Beispiel hier den W70. Der ist hier mit dem Berserker vertreten und ja, hat sich schon ganz gut hier eingefunden in der Gilde, hat hier schon ganz gut Progress gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, wir skippen mal so ein bisschen durch, weil momentan sind hier ja noch ja, Spieler dabei, die entweder neu sind oder ja noch nicht so lange im Spiel mit dabei oder sehr, sehr chillig spielen, sag ich mal. Die sind ja, ja hier auch gerne willkommen. Hauptsache natürlich, hier sind Langzeitspieler dabei, das ist somit das Wichtigste. Und ja, ich kann schon mal gleich vorab sagen, es haben sich leider nicht alle zum Raid gemeldet. Das ist relativ unschaffbar, heutzutage noch alle in so einer alten Gilde zu einem Raid-Angriff zu motivieren. Also ich sag mal, wenn sich wirklich alle immer melden würden, dann wären wir schon über, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht wären wir dann schon bei Raid 100 oder so, ja, aber dadurch, dass dann hier immer ja, fast die Hälfte fehlt bei den Anmeldungen, ist es dann relativ schwierig, sag ich mal, voranzukommen, ja. Aber trotzdem muss man da irgendwie durch. So viel Erfahrungspunkte geben diese Raid-Gegner ja sowieso nicht mehr. Also es lohnt sich ja auch nicht auf dieser hohen Stufe großartig die weiter zu probieren. Allerdings nimmt man natürlich mit, was man kriegen kann. Deswegen versuchen wir das immer noch regelmäßig hier mit den Raids. Ja. Und ja, wir gucken mal weiter. Wir sind jetzt hier schon bei uns bei 429. Und noch lange nicht am Ende angelangt. Haben hier Lichtherz als nächstes. Wir gucken mal ein bisschen weiter durch. Ja, das geht jetzt hier relativ ja, engmaschig, sag ich mal, nach oben vom Level her, bis dann nachher so langsam so eine kleine Schneise dann reinkommt, bis dann nachher die wirklichen High-Level-Spieler da unterwegs sind. Hier, da bin ich schon am Start, ja. Also ich bin hier jetzt auch nicht der Beste in der Gilde. Es gibt hier natürlich noch deutlich krassere Spieler als mich, die schon deutlich länger dabei sind und vor allen Dingen auch von Anfang an durchgezogen haben, mit 300 Alu, 320 Alu zu zocken. Ich habe ja lange Zeit hier auch nur 100 Alu gespielt, ja. Dann ganz, ganz lange Zeit nur 300 Alu, habe dann immer 20 Alu verpasst, weil ich das mit dieser Verzauberung damals nicht wusste, mit diesen extra Bier trinken und so was. Ja, so eine Sachen denn alles, ne? Also ich habe hier auf dem Account nicht immer durchgängig 320 Alu jeden Tag gespielt. Mache das jetzt die letzten Jahre. Allerdings, ja, weiß ich nicht, habe ich wirklich sehr, sehr lange auch auf 100 Alu Basis gespielt, als die Pilze knapp geworden sind und es keine Pilze mehr aus den Flimmerkisten gab und ich mir meine 300 Alu mit 50er Maut nicht mehr finanzieren konnte. Da hatte ich dann auf 100 Alu geswitcht, ja, und deswegen bin ich da auch relativ weit hinterher vom Level und ja auch von den Basiswerten. Ja, deswegen so sieht das Ganze aus. Gut, sind wir jetzt schon bei 469, 472 ist der nächste hier und ja, sieht momentan nicht so gut aus. Seht, bei den Gegnern sind noch deutlich mehr als bei uns hier. Ja, aber die richtig krassen Player, die kommen ja erst noch hier ganz unten. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Krieger bei uns in der Gilde. Krieger sind natürlich nice hier, auch gegen solche Raid-Gegner. Da bin ich jetzt an der Reihe hier. Zack, mal gucken, was ich hier so auszusetzen habe. Mal gucken, vielleicht, ja, einen kriege ich down hier, vielleicht auch einen zweiten. Mal schauen. Wenn es gut läuft, ja, den habe ich gut weggekrittet.
gucken, was sagt hier das Voodoo-Skelett. Ah, der gibt mir auch einen bösen Hit, aber ich ihn auch. Ja, einen zweiten Gegner weg. So, vielleicht noch einen Crit raushauen, bevor ich sterbe hier. Ah, ein Crit noch. Ja, nochmal ein Crit. Nice. Bisschen weniger Arbeit für den nächsten. Ja, und so sieht das Ganze aus. Hier ein Krieger am Start, hier, der Osman. Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Endgegner hier. Das ist der Gevatter Tod, der hier der Raid-Boss ist, sozusagen. Und wir haben noch ein paar von unseren Leutchen auch noch zur Verfügung hier. Der Osman hat hier noch einen weiteren Gegner gelegt. Und ja, jetzt kommt hier der nächste am Start. 524, auch schon sehr krasses Level auf jeden Fall. Und ja, kämpft hier jetzt gegen das Gespenst. Und dann skippen wir mal weiter und da haben wir den Gevatter Tod hier. Ja, mit bisschen über 1 Milliarde Leben, 494 ist der Gegner. Ziemlich cool designt, wie ich finde. Ja, also auch mit dem Hintergrund und sowas. Das habe ich gar nicht, im Sammelalbum ist er gar nicht mit diesem Hintergrund vertreten. Da ist der nur so PNG-mäßig ja, hervorgehoben. Also da hat er nicht diesen coolen lilanen Hintergrund mit diesen Totenkopfschädeln da. Ja. Und mal schauen, wie es aussieht. Wie wir hier gegen ihn so uns ja, tun, sag ich mal. So, wir gucken mal weiter, weil Kriegerkämpfe sind immer relativ lang. Wir haben jetzt den Dwayne, das ist ein Magier. Der haut auch schon gute Crits raus, wenn er will. Ja. Und ja, das bringt aber auch allerdings nichts. Wir sind nur Magier jetzt hier. Die letzten 3 sind alles nur Magier in der Gilde. Das ist schon krass. So. Also wir können sehr viel Schaden austeilen, aber ja, gegen so eine Raid-Bosse mit übelst viel Leben ist es immer relativ schwierig, wenn die höchsten aus der Gilde Magier sind. Und ja, es kristallisiert sich schon heraus, dass das bei diesem Versuch anscheinend wohl leider nichts wurde. Ja, deswegen müssen wir es leider beim nächsten Mal, boah, Alter, mit wie wenig Leben er überlebt hat hier, müssen wir es leider beim nächsten Mal nochmal versuchen. Und ja, sind auch schon dabei, haben hier auch schon das nächste Mal angemeldet. Vielleicht melden sich heute ein paar mehr so. Ja, also die Top-Leute sind auf jeden Fall dabei, das ist ja schon mal das Wichtigste. Der Knuffi fehlt noch, das ist noch ganz wichtig hier. Ansonsten haben ein paar Leute auch keine Tränke mehr hier. Der Duratin ist hier auch am Start. Ja, hat auch nicht mehr Top-Tränke drin, Pollution auch nicht. Ja, ansonsten hier ist erst 437 der nächste, der sich nicht angemeldet hat. Also so geht das schon, ja. Ansonsten hier weiter unten, sag ich mal, ist es natürlich nicht ganz so entscheidend, aber es wäre natürlich auch schön, wenn die Leute hier dabei sind, damit man auch da das Maximale rausholen kann. Gut, wir gucken mal noch, was wir hier so zu machen haben hier für den Rest des Tages und ja, dann ist es das nachher auch schon bald gewesen. Ist immer noch hier zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist immer noch Erfahrungsevent. Ist auch noch ganz cool, nebenbei so ein bisschen Bonus-XP snacken. Das ist ganz nice. So, mal schauen, was sagt denn so das Würfelspiel? Was haben wir denn da? Nehmen wir mal Steine hier. Ja, gut. Einfach mal gar nichts, selbst wenn ich auf Steine gegangen bin. Das hat mir leider nichts gebracht. So, Pet-mäßig habe ich schon gefüttert hier. Tatsächlich ja. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles hier schon erledigt auf dem Server. Wir können mal kurz in den Arena-Manager schauen. Kommen hier aber auch nicht sehr viel weiter irgendwie. Und ja, ich versuche euch auf den Laufenden zu halten, wie es aussieht mit den Raids, so ob wir den schaffen oder nicht. Falls wir den schaffen, dann ja, werde ich das versuchen zu zeigen, falls ich das nicht vergesse, weil die Gilden-Raids, die werden natürlich nicht automatisch hier gespeichert, die muss man sich dann selbst, also die werden hier, aber die verschwinden halt so mit Festungsabwehr und Arena-Kämpfen, gehen die relativ schnell hier aus der Liste raus und wenn man sich die nicht speichert, dann sind die natürlich schnell weg, ne? Deswegen muss ich da ein bisschen drauf achten, dass ich das im Auge behalte mit den Raids hier und ja, dann war es das soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so einen kleinen Einblick in so ein Raid, wie der bei uns aussieht so, ne? Und ja, falls der Fall gewesen sein sollte und ihr Spaß an dieser Folge gehabt habt, dann ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.